Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Analyse hier bei Deutsch klingt. Ich bin Sarah. Und ich bin Thomas. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Ja, absolut. Wir sind beide Deutschlehrer und wir lieben es einfach, über diese Sprache zu sprechen. Das tun wir. Und heute ist ja ein ganz besonderer Tag. Der Anfang vom neuen Jahr, 2026. Man spürt das überall, diese Energie, oder? Ja, so eine Aufbruchsstimmung. Neue Pläne, neue Möglichkeiten. Genau. Und das ist die perfekte Zeit, um mal ganz in Ruhe über das Deutschlernen zu sprechen. Also ohne diesen ganzen Druck. Richtig. Und bevor wir da jetzt richtig tief einsteigen, eine ganz kleine Bitte an dich. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann hilf uns doch bitte. Abonnier unseren Kanal, hinterlass vielleicht einen Kommentar oder teile diese Unterhaltung mit deinen Freunden. Das hilft uns wirklich enorm. Jede einzelne Interaktion. Wirklich. So. Und heute, wie du schon sagtest, geht es nicht um diese großen, lauten Neujahrsvorsätze. Oh ja, die kenne ich. Dieses Jahr lerne ich fließend Deutsch oder ich lerne jetzt jeden Tag 50 Vokabeln. Das klingt erstmal super. Aber es macht einen riesigen Druck. Genau. Unser Ziel heute ist was ganz anderes. Wir wollen zusammen einen ruhigen Weg finden. Einen ehrlichen und vor allem einen realistischen Weg für dein Deutsch. Wir fangen langsam an. Ganz freundlich. Ohne Druck. Okay, also dieses Gefühl am Anfang des Jahres, ich kenne das so gut. Du machst Social Media auf und siehst einfach überall diese riesigen Ziele. Ja, jeder postet seine Pläne. 5 Bücher im Monat, jeden Tag Sport, eine neue Sprache lernen. Es ist wie ein Wettrennen. Und man denkt, man muss da mithalten. Genau. Man macht dann selbst diese riesigen Pläne und sagt sich, dieses Jahr schaffe ich es. Und was passiert dann, sagen wir mal Mitte Februar? Tja, die Realität. Die ist meistens ein bisschen leiser, ein bisschen komplizierter. Der Alltag kommt zurück. Richtig. Man ist müde, man ist vielleicht mal krank, die ganze Euphorie vom Anfang ist weg. Und dann? Dann schaut man auf diesen riesigen Berg, den man sich vorgenommen hat und fühlt sich einfach nur schlecht. Ich habe schon wieder versagt. Genau dieser Gedanke. Und diese großen Vorsätze führen halt oft nicht zu Erfolg, sondern, zur Enttäuschung. Deswegen fangen wir heute auch ganz anders an. Nicht mit einem Plan, sondern mit einer Frage. Einer kleinen, aber sehr, sehr wichtigen Frage. Und die ist nur für dich. Nimm dir mal einen kurzen Moment und beantworte sie einfach nur für dich, ganz ehrlich. Warum lernst du Deutsch? Das ist wirklich die Kernfrage. Und es gibt hier keine falsche Antwort. Nur deine. Es muss auch nichts Großes sein. Überhaupt nicht. Vielleicht ist es was ganz Praktisches. Ich will einen besseren Job. Oder ich will reisen und mit den Leuten dort richtig sprechen können. Oder vielleicht ist es auch nur ein Gefühl. Ja, genau. Ich möchte mich einfach selbstbewusst fühlen, wenn ich Deutsch spreche. Nicht mehr so nervös sein. Was auch immer es ist, dieser Grund ist dein Anker. Ein super Bild. Der Anker. Und der führt uns direkt zum zentralen Gedanken für heute. Viele Leute jagen ja der Motivation hinterher. Oh ja. Man denkt, man muss jeden Tag motiviert sein. Aber Motivation ist, wenn wir mal ehrlich sind, ein ziemlich unzuverlässiger Freund. Das stimmt. Sie ist ein Gefühl. Und Gefühle. Die kommen und gehen. An manchen Tagen wachst du auf, bist voller Energie. Alles ist super. Lernen ist einfach. Und an den anderen Tagen? Tja, an den anderen Tagen, da regnet's, du hast schlecht geschlafen, du hast einfach keine Lust. Und die Motivation ist weg. Genau. Und wenn dein ganzes System nur auf Motivation aufbaut, lernst du an diesen Tagen eben nicht. Was ist dann die Alternative? Etwas Stärkeres, etwas Leiseres. Wir nennen es mal Engagement. Oder eine Verpflichtung dir selbst gegenüber. Engagement, okay. Das ist keine laute Emotion. Es ist eine leise, aber feste Entscheidung. Eine Entscheidung, die du auch an den schlechten Tagen beibehältst. Wir jagen also nicht mehr der Motivation hinterher? Nein. Wir bauen Engagement auf. Langsam und geduldig. Das ist ein total wichtiger Punkt. Und es führt mich gleich zum nächsten Gedanken. Viele sehen das Deutschlernen ja als so eine Art Wettkampf. Der ständige Vergleich mit anderen. Genau. Warum lernt der schneller als ich? Oder wieso ist die schon bei B2? Das ist doch der falsche Ansatz, oder? Absolut. Deutschlernen ist kein Rennen. Es gibt keine Ziellinie, die alle gleichzeitig überqueren müssen. Wenn es kein Rennen ist, was ist es dann? Ich sehe es gerne als eine Beziehung. Eine Beziehung. Ja, eine Beziehung zur deutschen Sprache. Und wie jede gute Beziehung braucht sie was. Zeit? Geduld? Und regelmäßige Aufmerksamkeit. Man kann eine Beziehung ja nicht erzwingen. Man kann nicht sagen, in 3 Monaten müssen wir perfekt sein. Das funktioniert nicht. Das stimmt. Sie wächst organisch. Wenn man jeden Tag ein bisschen Zeit investiert, zuhört,
aufmerksam ist, dann wächst da was? Denk doch mal an ein kleines Kind. Das ist das perfekte Beispiel. Ein Kind, das seine Muttersprache lernt. Es hört monatelang einfach nur zu. Es saugt alles auf. Die Klänge, die Melodie. Es versteht viel mehr, als es sagen kann. Genau. Und niemand geht zu einem Einjährigen und sagt, du bist zu langsam oder du machst immer noch Fehler. Das wäre ja absurd. Wir sind geduldig mit dem Kind. Und genau diese Geduld brauchen wir auch mit uns selbst. Absolut. Und das führt uns direkt zum Unterschied zwischen einem Ziel und einem System. Ja, das ist ein Konzept, das wirklich alles verändern kann. Ein Ziel ist das Ergebnis. Ich will fließend Deutsch sprechen. Klingt gut. Aber Aber das Problem ist, du erreichst es erst ganz am Ende. Jeder Tag davor ist ein Tag, an dem du es noch nicht erreicht hast. das ist demotivierend. Sehr. Ein System hingegen ist der Prozess. Das, was du jeden Tag tust. Also zum Beispiel, ich höre jeden Tag 15 Minuten Deutsch. Genau. Oder ich spreche jeden Tag 5 Sätze laut aus, egal wie sie klingen. Der Trick ist also, sich auf den Prozess zu konzentrieren, nicht auf das Ergebnis. Exakt. Du schaust nicht auf den Berggipfel in weiter Ferne, sondern auf den nächsten Schritt vor dir. Und jeden Tag, an dem du dein System befolgst, Hast du gewonnen. du hast einen Erfolg. Jeden einzelnen Tag. Und dieses System ist ja im Grunde ganz einfach. Oft Deutsch hören, jeden Tag ein bisschen sprechen, wiederholen. Und das Allerwichtigste, weitermachen. Das ist schon alles. Das ist genug. Viele denken ja, man muss schnell sprechen, um fließend zu sein. Ja, ein großer Irrtum. Langsames, bewusstes Deutsch ist starkes Deutsch. Dein Deutsch wächst wie ein Baum. Man hört ihn nicht wachsen, aber nach einem Jahr ist er plötzlich starker. Das leitet super über zu einem Wort, vor dem viele ja ein bisschen Angst haben. Disziplin. Oh ja. Das klingt sofort so hart. Nach strengen Regeln, nach Militär, nach Bestrafung. Man muss sich zwingen, Dinge zu tun, die man hasst. Genau. Aber das ist überhaupt nicht die Art von Disziplin, die wir meinen. Die Disziplin, die wir aufbauen wollen, ist sanft. Sanft? Wie meinst du das? Sie ist weich, nicht aggressiv. Man könnte es auch liebevolle Konsequenz nennen. Liebevolle Konsequenz. Das gefällt mir. Es bedeutet einfach, das zu tun, was dir wichtig ist, auch wenn du dich gerade nicht danach fühlst. Ein Akt des Respekts vor meinem zukünftigen Ich. Genau. Schau mal, das beste Beispiel ist Zähneputzen. Okay. Du wachst morgens auf. Bist du da immer super motiviert, dir die Zähne zu putzen? Liebst du das über alles? Nein. Nicht wirklich. Aber ich mach's trotzdem. Warum? Weil es dazugehört. Ich denke nicht drüber nach. Es ist Teil meiner Identität. Ich bin eine Person, die auf ihre Zähne achtet. Siehst du? Und genau das übertragen wir aufs Deutschlernen. Das Ziel ist, langsam die Identität eines Deutschlerners aufzubauen. Nicht jemand, der manchmal lernt, sondern jemand, der Deutsch lebt. Und das klingt jetzt vielleicht groß, aber wir machen es ganz, ganz klein. Wie denn? Sanfte Disziplin beginnt nicht mit riesigen Aktionen, sondern mit winzigen, fast lächerlich kleinen. Also nicht, ich lerne jetzt jeden Tag 2 Stunden. Auf keinen Fall. Da sagt dein Gehirn sofort, oh nein, zu viel und wehrt sich. Es geht in den Widerstand. Und was ist die Alternative? Du sagst, ich höre heute 10 Minuten diesen Podcast. Das fühlt sich sicher an, nicht überwältigend. Und wenn man einmal angefangen hat? Ist es oft viel leichter weiterzumachen. Der schwierigste Teil ist immer der Anfang. Deine Disziplin dreht sich also nur darum, jeden Tag anzufangen. Jetzt denkt man vielleicht, aber nur 10 Minuten am Tag, das bringt doch nichts. Und das sage ich, das ist einer der größten Irrtümer überhaupt. Beständigkeit schlägt Intensität. Immer. Es ist also besser, jeden Tag ein bisschen zu tun, als einmal im Monat 8 Stunden. Unendlich viel besser. Rechne es doch mal aus. 15 Minuten am Tag. Das sind fast 2 Stunden pro Woche. Über 90 Stunden im Jahr. Wow, das ist eine Menge. Das ist enorm. Und dein Gehirn lernt durch diesen regelmäßigen Kontakt. So hast du auch deine Muttersprache gelernt. Durch konstantes Eintauchen. Und wie macht man diese Beständigkeit einfacher? Durch eine Routine. Eine Routine ist magisch, weil sie das Nachdenken überflüssig macht. Du musst nicht jeden Tag neu entscheiden, ob du lernst. Du tust es einfach. Und dafür gibt es doch diesen Trick, dieses Habit Stacking. Genau, Gewohnheiten stapeln. Du nimmst eine Gewohnheit, die du schon hast, zum Beispiel Kaffee trinken, und hängst die neue Gewohnheit direkt dran,
Also, nachdem ich die Kaffeemaschine anmache, drücke ich auf Play bei meinem deutschen Podcast. Das ist so wirkungsvoll. Oder? Während ich mit dem Hund gehe, höre ich Deutsch. Man nutzt eine Zeit, die schon da ist. Und das macht die Disziplin leicht. Nicht faul, sondern nachhaltig. So, dass du es lange durchhältst, ohne auszubrennen. Das wirft aber eine wichtige Frage auf. Was ist mit den schlechten Tagen? Die werden kommen. Das ist eine Tatsache. Tage, an denen du müde bist, traurig, gestresst. Und an genau diesen Tagen ist die sanfte Disziplin am wichtigsten. Aber sie sieht anders aus. Ja, das ist der entscheidende Punkt. An einem schlechten Tag geht es nicht darum, das volle Programm durchzuziehen. Das würde nur noch mehr Stress machen. Richtig. An einem schlechten Tag geht es darum, das Minimum zu tun. Weniger zu tun, aber trotzdem etwas zu tun. Das Ziel ist also nicht Fortschritt. Nein. Das Ziel ist, die Kette nicht zu unterbrechen. Die Kette. Stell dir vor, jeder Tag, an dem du lernst, ist ein Glied in einer Kette. Jeden Tag wird sie länger. Wenn du einen Tag verpasst, bricht die Kette. Das ist okay, das passiert. Aber die Regel ist, verpasse niemals 2 Tage hintereinander. Ein Tag auslassen ist ein Unfall. 2 Tage auslassen ist der Anfang vom Aufhören. Genau. Also wenn du einen Tag verpasst, sei nicht böse auf dich. Aber versprich dir, am nächsten Tag sofort zurückzukommen. Auch wenn es nur für 1 Minute ist. Auch wenn du nur einen einzigen Satz hörst. Das ist genug. Du hast die Kette repariert. Du bist zurück im Spiel. Dann sprechen wir doch über eine Eigenschaft, die Psychologen für wahnsinnig wichtig halten. Ja, im Deutschen nennen wir es Durchhaltevermögen. Oder Biss. Im Englischen gibt es dieses tolle Wort Grit. Und was bedeutet das genau? Grit ist diese Mischung aus Leidenschaft und Beharrlichkeit für langfristige Ziele. Es bedeutet, dran zu bleiben. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Auch wenn es schwierig wird? Besonders, wenn es schwierig wird. Und wenn der Fortschritt langsam oder sogar unsichtbar scheint. Das kenne ich. Die Flitterwochenphase am Anfang. Alles ist neu und aufregend. Und dann, nach ein paar Monaten, lässt das nach. Die Neuheit ist weg. Und das ist der Moment der Wahrheit. Der Moment, in dem die meisten aufhören. Genau. Sie sagen sich dann so Sachen wie, ich mache keine Fortschritte mehr. Oder vielleicht ist Deutsch doch nichts für mich. Ich bin nicht talentiert genug. Der schlimmste Gedanke von allen. Und ich möchte dir sagen, wenn du das jemals denkst, das ist normal, aber es ist nicht wahr. Langsamer Fortschritt ist immer noch Fortschritt. Echter Fortschritt. Dein Gehirn braucht einfach Zeit. Denk doch mal ans Autofahren lernen. Ja, am Anfang ist alles super kompliziert. Kupplung, Gas, Spiegel, alles auf einmal. Es ist überwältigend. Aber nach vielen Stunden Übung? Wird es automatisch. Du denkst nicht mehr drüber nach. Perfektes Beispiel. Und der Teil in der Mitte, zwischen Anfänger und Fortgeschrittener, der ist das Schwierigste. Das Plateau. Genau, da braucht man Durchhaltevermögen. Es fühlt sich langweilig an. Aber wenn du genau da dran bleibst, mit deinem kleinen, täglichen System, dann ändert sich alles. Durchhaltevermögen ist also nicht glamourös. Überhaupt nicht. Es ist leise. Es bedeutet, an einem ganz normalen Dienstag aufzuwachen und trotzdem deine 10 Minuten Deutsch zu hören. Was bedeutet das jetzt alles für dich, für den Start in dieses neue Jahr? Wenn du nur eine Sache mitnimmst, was sollte das sein? Gib dir heute ein leises Versprechen. Kein lautes? Nein, kein Versprechen, hart zu lernen oder perfekt zu sein. Versprich dir einfach nur, weiterzumachen. Versprich dir, freundlich zu dir selbst zu sein. Besonders an den schwierigen Tagen. Versprich dir einfach, da zu sein, zuzuhören. Jeden Tag ein kleines bisschen. Das ist alles. Und das ist genug. Und du bist auf diesem Weg ja nicht allein. Wir sind hier, um dich zu begleiten. Diese Gespräche hier bei Deutsch klingt, werden für dich da sein, Satz für Satz, Tag für Tag. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wenn dir dieses Gespräch geholfen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst. Hinterlasse einen Kommentar, teile es mit jemandem, der auch Deutsch lernt. Eure Unterstützung bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Das tut sie. Pass gut auf dich auf, sei geduldig mit dir und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.